Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Wir haben hier eine kleine Krisensitzung eingeplant, denn wir sind zurück von unserem wilden Mofa-Roadtrip. Wir sind einmal um die Insel Korsika gefahren, hatten nicht nur gute Zeiten, sehr viele Pannen und wir wollen aus diesen Pannen und Pleiten lernen und sitzen heute hier für die Planung eines neuen Reisemofas. Der sitzt hier so arrogant, schielt mich an. Sag doch mal hier etwas Sinnvolles! Gut, das ist das, was wir brauchen. Wir können bergauf kommen, wir können Gepäck transportieren. Nicht ganz, wie soll ich sagen, wenn es so larifarisch ist, ja scheiße. Also Abenteuer können erleben. Ersatzteil, ja, die Blase ist jetzt vielleicht nicht ideal dafür. Coolness dafür, die Blase ist auch cool. Stimme ich dazu. Gut, also, was haben wir bis jetzt gehabt? Mofa-Auto. Das schließen wir einfach schon mal aus. Was? Topfredo. Eigentlich top. Sonst, ja gut, Gepäck hat er natürlich nicht. Ja, guck mal, der musste Eiswürfel drauflegen, damit er irgendwie weiterfahren kann. Zündungsproblem bei dem, ja. Roger natürlich. Urinmofa. Urin-Maxi. Kann halt jeder. Nicht unbedingt spannend. Kein Gang, das ist kein Vario. Und wer soll so viel pissen, Nein, fuck. um 4 Maxis am Laufen zu halten? Genau, so viel Urin haben wir nicht, weil wir gar nicht zum Trinken gekommen sind. Ciao, da katastrophale Problem gehabt wegen der Zündung. Darum dort sicher Elektrozündung, darum da Bequemlichkeit. Das war natürlich Porno gewesen. Gut, also. Ist ein Hobel von dir reisetauglich? Nö. Alle reisetauglich? Nein. Alle. Ich kann keinen Dreigänger aufbauen. Ich habe zu wenig Erfahrung mit Dreigängern. Ich komme da nicht klar unterwegs. Es darf einfach nur A, kein Maxi sein und so. B, Die sind einfach gegen mich. Es sind gar nicht ja, gegen vielleicht sind wir gegen dich, Roger. Aber zweitens ist mir wichtig, dass es cool sein muss. Es muss was auch sein, weißt du, Alter, der gelbe Blitz war einfach das Coolste, was du machen kannst, damit um die Insel zu fahren. Ich finde Vario das Beste. Zum Bergauffahren habe ich bei Blase auch gesehen. Unten anfangen, Gas geben, fahrst rauf. Ja, aber kein Gepäck. Das war das Problem. Also wir bräuchten quasi einen Vario-Motor auf einem Mofa mit viel Gepäckplatz. Oh Mama, ich habe jetzt gerade den Roger Verrückt gemacht. Ist mir egal, wir bauen das jetzt. Oder? Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe noch Termine. Schon 3 Uhr durch. Es ist schon wieder zu spät für mich. Musst wieder zum Meckes. Ich muss jetzt los. Du machst das. Also, Halt mich auf dem Laufenden. das Schätzchen führen. Ich fahre es vielleicht noch mal kurz raus. Und Ja? nachher auseinander. Komplett neue Farbe. Einmal richtig. Da gibt neue Farbe, oder? Aber du entscheidest. Wird schon. Viel Spaß. Aber rein. Was Wird geil. Und, Milch ist leer. Ja, passt schon. Einfach geil, Mann! Einfach geil! Ja. So, wie gesagt, lackieren, das heisst alles auseinandernehmen, alles Sandstrahlen geben und schauen, dass wir noch ein paar Teile überkommen. Den Tank können wir organisieren. Seitenabdeckungen fehlen, vielleicht müssen wir da auch selber etwas machen. Alles andere müssen wir flicken, da hat es kaputte Schutzblech, irgendwelche Dellen, da hat es Löcher. Wir werden sicher noch ein paar Sachen finden, wenn wir es gesanstrahlt haben. Aber das ist alles ein Zukunfts-Elias-Problem. Darum jetzt das ganze Ding aufbocken, auseinandernehmen, abgesanstrahlen. Let's go. Yo! Das einzige Abschrauben, was das Ganze noch zusammenhebt. Die ganze Box da. Also die Schrauben lösen sich, könnte aber noch eine Weile gehen. In der Zeit mache ich Musik, oder? Let's go. Jetzt, wenn wir das Ganze auseinandernehmen, wir haben ja schon mal gemessen, das ist jetzt ein 13er Getriebe, glaube ich, oder 12,6er, bin ich gar nicht ganz sicher. Originalporter hat ja 18er, also länger, was natürlich super wäre für den Reisehobel. Da ein 18er Getriebe einbauen, wenn man etwas findet, zwischen 16er vielleicht, einfach je länger, desto besser. Plus der Wandler, da könnte man theoretisch einen von einer PTT nehmen oder so. Die sind ja allemal noch mal ein bisschen stärker. Da müssen wir aber unsere Ciao-Experten noch schnell fragen, ob das wirklich Sinn macht. Aber würde ich noch sehen, langes Getriebe, PTT-Wandler, dann haben wir da sicher Ruhe. Und dann mag das Ding auch den Berg aufstoßen. Was ja optimal wäre. Gibt aber noch viel zu zerlegen. Da der Motor muss raus, den haben wir ja schon mal gemacht. Jetzt alles raus, Räder weg. Vorne noch alles wegnehmen. Und da gibt noch Arbeit. Also, weiter geht's.
Gut, soweit alles auseinander. Ständer wir jetzt noch weg, da das da noch original ist, muss man das leider zerstören. Der Bolzen ist zweimal aufgebogen, heisst einmal entweder ausbohren oder, wie ich es mache, mit der Flex schnell abschleifen. Kommt das weg, dann das Hinterrad noch raus. Das ist noch ein ganz spezielles, da wird sich dann der Togo freuen. Aber mit dem Thomas anschauen. Das ist dann noch die alte Aufnahme, da soll dann mal der Thomas anschauen in aller Ruhe. Das muss man sowieso ersetzen. Plus wäre es eben geil, da ein kürzeres Getriebe reintun. Da heisst es eben ein 16:1 oder so. Oder sogar, wie Porter Original wäre, 18:1. Wenn jemand eins rumliegen hat, call me please. Das wäre richtig, richtig fett, weil dann kommt das Reisemobil auch richtig Power am Berg über. So, aufhören labern, das Zeug rausflexen. Das Rad hauen wir dann gerne dem Thomas auf den Tisch, dann kommt er Lust über zu einem Projekt mithelfen. Ich flexe jetzt den Ständer weg und dann können wir alles auf den Ballett klatschen. So. Wie gesagt, speziellere Aufnahme, alte Version. Das Getriebe, ja, naja, mal testen. Das zweitletzte Teil, jetzt fällt nur noch der da vorne. Grosse Querträger und dann haben wir das Ding auseinander. Wow! So, jetzt sind wir ready, um das alles zu verpacken, was wir euch noch nicht gezeigt haben. Das ist das schöne Ding, das wir organisieren können. Ein originaler Porter-Tank ist schon St. Strahlen gekommen. Plus wir haben jetzt noch beim SIG gehabt. Der hat hier alles noch schön versiegelt. Jetzt sind wir da schon mal safe. Affengeil. Gut, aufbiegen. Wow. Ist gar nicht mehr schwer. So, das Ding ist auseinander. Ihr seht, Hinterrad, da braucht sicher noch ein Liebe. Das ist ja da halb verrostet. Vorderrad nehmen wir die Teile auseinander, tun es genau putzen, schauen jetzt an, dass da alles verhebt, weil Reisehobel braucht natürlich auch gute Bremsen. Gerade wenn der natürlich so Zeug mal geladen. Da müssen wir natürlich noch flicken, da schauen wir alles an. Vielleicht können wir dort auch etwas Neues drucken, mal schauen. Motor können wir anschauen, den haben wir ja gemacht. Es gibt diverses noch zu tun. Der grösste Teil ist natürlich da mit den Blechdingern. Die sind zum Teil ein bisschen kaputt. Da schauen wir, ob wir die noch ein bisschen flicken können. Muss nicht neu sein, aber natürlich gerade so Sachen könnte man noch ein bisschen verschönern. Nachher mal die Altfarbe natürlich zuerst mal runter. Und da haben wir etwas ganz Spezielles geplant. Single leg, oh he rap rap. You thought it was a drought, that's cap cap. I get the front and I get the back back. Lil Uzi the facts like that's a rack rack. Bought some new boots just to wear 'em out. Bought a new Beamer, I run it to the ground. I used to say nothing, I bet they hear me now. Ain't no my business, no need to hear me out. Talking too much, say less. If it's less than the check, say less. If you can say it best, say less. I'm taking all best, say less. Talking too much, say less. If it's less than a check, say less. If you can say it best, say less. I'm taking all best, say less. I'm a one-to-one, I could never be you. Little me tools, no I can't be fooled. Little me tools, no I hate these dudes. I'm a one-to-one, I could never be you. So, der Roger hat mich eingeladen. Er ist nämlich den lackierten Porter holen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Wir haben eine Farbe bestimmt, alle zusammen mit dem Mofa-Kult. So ein bisschen Company-Farbe, nicht rot, keine Angst. Roger hat gesagt, es ist geil, ich habe es noch nicht gesehen. Geile Farbe, aber Roger, das ist doch nicht, was wir besprochen haben. Erinnert mich ein bisschen an Frankenstein-Papa von mir. Geil. Oh shit, ey. Ich habe Zementgrau bei meinem Töffel. Das ist ein bisschen dunkler noch. Betongrau heisst es. Okay. Schlechte Nachricht an dieser Stelle an Marc. Wenn das Töffel so eine geile Farbe hat, dann kommt es eigentlich in meinem Fuhrpark und kann nicht beim Mofa-Kult bleiben. Was mich jetzt noch wundern wäre euer Kommentar dazu. Wie findet ihr die Farbe und wäret ihr vielleicht eher mit einem Originalfarbton gegangen, was auch immer das bei einem Porter ist? Oder ist das genau das Richtige? Es wird ja so ein Reisemobil. Schreibt es gerne in den Kommentaren und vielleicht auch mit einer Farbe, dass ihr das kombinieren würdet, weil so ist ja das noch nicht fertig. So, ihr seht alle Teile wieder retour, alle die gleiche Farbe, auch sehr wichtig. Das heisst, wir sind bereit, um hier in grossen Schritten weiterzumachen, einen Reisehobel daraus zu machen, weil so wie er jetzt ist, funktioniert das noch nicht. Aber ich sehe mich schon in dieser Pritsche hocken. Der Roger fährt hinter mir an den Sonnenuntergang entgegen. Richtig schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst euch ein Abo da, dann verpasst ihr sicher auch nicht, wenn es hier weitergeht, an dem Porter Reisehobel Lastesel Projekt. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es hier weitergeht. Macht's gut, bis dann und ciao.